Ueli on Tour, Staffel 2. Wir erobern die Burgen und Schlösser in der ganzen Schweiz. Und das sind Teams. Zwei Brüder mit einem Ziel. Ein Sieg für die ganze Familie. Zwei Zevianer kämpfen auch außerhalb vom Wald um ein neues Abzeichen. Der Thurgauer und der Berner, zwei Kantone, spielen um die ganze Schweiz. In der ganzen Schweiz hat es Burgen und Schlösser verteilt, die es zu erobern gilt. Während 2 Tagen versuchen 3 Teams, sich diese Festungen zu erkämpfen und durch das Punkte zu sammeln. Je weiter weg sich die Burgen oder Schlösser vom Inneren der Schweiz befinden, desto mehr Punkte geben es auch. Teams können sich untereinander die Burgen auch abluchsen, aber dazu dann später mehr. Lasst die Spiele beginnen. He? Also, viel Erfolg. Viel Spaß. Let's go. Ciao. Willst du das in der Schule gelernt haben? Da oben? Ja, ja, ja. Nicht so. Ah, die Jan und die haben einen anderen Plan. Die gehen gar nicht dorthin. Okay, wir sind die Einzigen. Ah, krass. Wir sind die Einzigen, was machen? Ja. Um eine Burg zu erobern, muss ein Team eine Burgenmission lösen. Für jede Burg gibt es eine andere Mission, die im Voraus festgelegt wurde. Diese Missionen sind allen Teams von Anfang an bekannt. Das Spiel geht bei der Musikmauer in Luzern los. Auch wenn das nicht wirklich eine Burg ist, kann man diese Festungsmauer einnehmen und dafür schon Punkte bekommen. Aber in dem Fall ist der Fall klar. Der Jan will sie uns nachher wegnehmen. Ja, 100%. Der Jan und der Martin. Die haben voll die Ahnung, dass ich und du, dass wir zwei voll die Strategie jetzt ausgearbeitet haben. Was wir nicht haben. Was wir nicht haben. Der Nick und der Tim haben den gleichen Plan, aber die haben einen anderen Weg. Ja, das ist jetzt der erste Schritt. Da hätten wir hinten durch müssen. Ja. Siehst du, haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Da ist sie schon. Gut, kann ich dir die geben? Hallo miteinander. Ihr wagt es also, euch auf die Mission zu begeben. Geht zum Zeitturm. Neben dem Zeitturm findet ihr eine 100-Meter-Bahn. Eine Person von euch rennt die 100-Meter-Bahn hin und zurück innerhalb von 30 Sekunden. Die andere Person stoppt die Zeit. Viel Glück. Sagst du, wenn du Zeit Mach stoppst? den Timer da. Dann lege ich los. Okay. 3, 2, 1, go! Aber wir sind einfach fast, weil es ist jetzt genau da hinten. Wir gehen jetzt hin, wir müssen noch mal hinten oben. Ja, ich glaube. Sie gehen jetzt beide zu dieser Mission, zu der Burgenmission. Ja, voll. Um die Burgenpunkte. Für 10 Punkte. Genau. Was im Vergleich zu einer grossen Burg relativ wenig ist. In der Westschweiz hat es 5 Burgen, die 50 Punkte geben. Genau, Alle im recht Tessin nah. hat es 2 nebeneinander, Dort die müssen sind wir ran. 100 Meter auseinander. Oh mein Gott. Schneller, schneller! Nein, nicht geschafft. Scheiße. Etwa 32, 33. Also ich ziehe eine Uli-Challenge, da können wir gerade mal eine machen. Du musst noch mal schnell wischeln. Wie schon in der ersten Staffel sind Uelis auch in dieser Staffel unser Spielgeld. Uelis braucht man, um Reisen mit dem ÖV zu finanzieren. Um an Uelis zu kommen, müssen Teams eine zufällige Challenge ziehen und natürlich lösen. Challenges kann man jederzeit ziehen, egal an welchem Ort, solange man sich nicht im ÖV aufhält. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Bahnhof, so, Ja. dass wir einen Vorsprung haben. Ja. Also, erste Challenge. Ratatouille. Macht ein Sandwich aus 3 verschiedenen Zutaten, die ihr in unterschiedlichen Läden kauft. Ja, tipptopp. Dann Ratatouille. können wir wirklich gerade Richtung Bahnhof laufen, in 3 Läden. Ja. Versuch Nummer 2. In unter 30 Sekunden. Achtung, fertig, go! So, da rennt er nochmal. No way. Etwa 6 Sekunden zu lang. Ah, schau, da sind sie. Die huren Schlingel. Da sind sie. Haben Sie es geschafft? Nein. Ah, oh, ihr habt es gar nicht geschafft.
Nein, es ist Aber 100 Meter, 30 Sekunden, ich habe eben nicht gedacht, das ist schon relativ sportlich. 200. Hin- und retour, stimmt? Ja, wünsche euch viel Spass. Ja. Wir sehen uns vielleicht später. Was war denn Ihr Plan? Geil, haben die bis jetzt einfach rumgehängt, oder was? Ich brauche noch irgendwie so Rocky Balboa Musik. Genau. Kannst du mir alles nachrennen und das Lied singen? Wir wollen eigentlich jetzt wirklich mal in Ruhe auf Emmenbruck ein paar Ulis sammeln. Und dann gehen wir Richtung Aargau zu der ersten Burg. Absolut. Alright, erste Zutat, das Brot. 2 wegliegen. Das ist alles, danke. Dankeschön. Danke, mich fast. Merci. Erste Zutat. Okay, ich warte hier in der Mitte, ist gut? Ja. Ich glaube, weiter kommst du eh nicht in 30 Sekunden. Gut, mach 3, 2. Freche Sie. Okay. Ready? Ja. 3, 2, 1, go! Jawohl, du bist super in der Zeit. Du bist gut in der Zeit. Jawohl! Ah, und wieder zurück auch noch. He? Schon gedacht, er hat es geschafft, aber dann muss ich auch wieder zurück. 27, 28, 29, 30. Ja, kannst bremsen. Schon vorbei. Darfst du es auch noch probieren? Ja, ungern. Ja gut, gehen wir weiter, oder? Ja, hätte ich gesagt. Mit Ulis können sich Teams nicht nur Reisezeit, sondern auch Jagdzeit kaufen. 1 Minute Jagdmodus kostet 1 Uli. Der Start von einem Jagdmodus muss den anderen Teams mitgeteilt werden. Während der Zeit, wo sich eine Gruppe im Jagdmodus befindet, dürfen sie ein anderes Team probieren fangen, ohne dass sie ihren Standort mit anderen Gruppen teilen müssen und ohne dass sie Ulis für ihren ÖV-Transport zahlen müssen. Wenn der Jagdmodus erfolgreich ist, übernimmt die Gruppe eine zufällige, bereits eroberte Burg vom gefangenen Team oder die Hälfte von denen ihrem Uli-Guthaben. Es muss aber im Voraus festgelegt werden, auf was das Fängerteam Jagd machen will. Wenn eine Gruppe in ihrem Jagdmodus niemand fängt, müssen sie an den Ort zurück, wo sie den Jagdmodus ausgelöst haben und von dort aus das Spiel fortsetzen. Jetzt können wir den Jagdmodus rein tun. Oh, jetzt ist Viertel ab, ja. Bin ich gespannt, wer ihn zuerst rein tut. Wir nicht. Nein, wir Das ist nicht zu unserem Plan. So die Route. Wow, geil. Können wir noch etwas Käsiges posten nachher? Ist gut. Wir gehen jetzt zum Bahnhof. Wir müssen nachher noch checken, wenn der Zug fährt. Die Idee ist, dass wir Richtung Westschweiz gehen, Lausanne oder so. Team Micha und Robin sind offiziell am Ablaufen. Ja. Da oben war die Challenge. Haben es in dem Fall auch nicht geschafft. Aber wie ihr seht, alle sind gerade relativ verteilt in Luzern. Mhm. Und es jagt niemand an. Das wundert mich jetzt. Schau, den Bus müssen wir nehmen. Oh ja. Der Micha überlegt sich, hier einen Milkshake zu holen. Mit drin, dass wir im Burg gefangen sind und uns jetzt überlegen müssen, wenn der Zug Richtung Genf fährt. Das war mehr eine Überlegung als ein konkreter Vorschlag. Erster ÖV vom ganzen Spiel. Wir fahren jetzt zum Bahnhof Emmenbruck. Und weil wir einfach dort eine super Verbindung gefunden haben Richtung Aargau. Die Preise zum mit dem ÖV fahren sind analog zu unserer ersten Staffel. 1 Minute im Bus oder im Tram kostet 1 Uli. 1 Minute mit einer S-Bahn, mit einem Schiff oder einer Bergbahn kostet 2 Ulis. 1 Minute mit einem Schnellzug, also Regio Express, Interregio, Intercity und so weiter, kostet 5 Ulis. Der Tim und der Nick sind jetzt 4 Minuten mit dem Bus unterwegs. Also kostet sie ihre Verbindung 4 Ulis. Wollen wir zuerst mal nach Olten fahren? Ja. Von dort haben wir immer wieder eine Wie viele Verbindung Minuten sind es nach Olten? Eine Stunde. Nein, 40 Minuten. Also das heisst, wir brauchen 1 bis 2 Challenges, die wir jetzt machen müssen. Ich glaube, gemischt sind schon, aber doppelt hält besser, oder? Schon mal deine Hand. Und Okay. Clockwork Orange.
Findet eine Uhr, die um mindestens 5 Minuten die falsche Zeit anzeigt. Das ist eigentlich noch schlauer in ein Uhrengeschäft. Uhrengeschäft. Gut, tu doch mal googeln, wo das nächste Uhr. Wir sind in Luzern. Ich kenne mich aus. Da gibt es alles Uhrengeschäfte. Ich kenne so ein billiges, aber das ist nicht ganz in der Nähe. Wenn wir einfach mal hier entlang laufen, dann können wir automatisch. Also dritte Zutat. Jetzt gehen wir mal da hinten kannst du glaube ich selber schauen. Oh ja. Alright, dann nehmen wir Nimmst einen, der gut ist. Goldwäscherkäse. Gut. 2 Stutz. Also, Scheiße, die laufen alle. Wir können ja fragen, ob es eine gibt, die nicht läuft. Also ich meine, die im Schaufenster ist ja logisch, das Ding. Die läuft, die goldig hier in der Mitte. Das eine 23 Kamera. Die läuft nicht. Oder, sie läuft, aber sie zeigt die falsche Zeit an. Die zeigt doch 10 vor 6 an, oder? Wie kann das sein? Oder sind die alle falsch? Ja, die laufen ja alle falsch, Gell? oder? Es ist, wie spät ist jetzt? 10:30 fast. Also, es war irgendwie gerade so einfach, um eine schwere Challenge zu lösen. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie beschissen. Ja, wir können ja nichts dafür, wenn das ganze Uhrengeschäft effektiv die Zeit falsch anzeigt. Ich meine, die gehen alle falsch da. Und es ist tatsächlich, zeig noch mal dein Handy. Es ist tatsächlich 10:24 Uhr. Die gehen alle hinten an. Gut. Alrighty. So, lasst uns eine ziehen. Erste Challenge. Jawohl. Willst du ziehen? Okay. Und es ist. Pretty Woman. Besucht einen Ort, der auf Google Maps mindestens eine 4,8 Sternbewertung hat und nennt dort mindestens 5 Sachen, die euch nicht gefallen. Okay. Gut, das heisst, wir recherchieren jetzt mal. Okay. Micha, willst du mal eine Challenge ziehen? Guten Tag, der Herr. Aber bitte noch mal eine mit 180. Gerade die. Die da, ne? Jawohl. Der Banksy Job findet ein mehrfarbiges Graffiti von einer klar erkennbaren, bekannten Figur. Also, machen wir uns auf die Suche. Geil. What? Das ist goldig auf der Seite. Nur das Beste. Schokolade kostet 10 Stutz. Alright, Käse aus der Markthalle, Fleisch aus dem Coop, Brötchen aus dem Bachmann. Tipptopp. Zusammen Den halbieren. und mampfen. Zum Wohl. Gut. Guter Käse erwischt. Wir haben etwas gefunden, Urban Swiss Grill. Hat 4,8. 4,8 Sternchen. Der 4 ist Minuten. abgerollt. Also, Laufe ich richtig, Tim? Kannst du mir sagen, ob ich richtig laufe? noch nicht. Das ist etwas, was du kannst machen. Aber das ist der Sisin Grill. Also Sie sind. Da durch. Also ich glaube, sie können. Wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Ja. In der schönen Altstadt wird es wahrscheinlich nicht viele Graffitis haben. Weil die wahrscheinlich auch wieder weggeputzt werden. Jetzt gehen wir am Bahnhof schauen. Also wir wollen jetzt den Micha und den Robin fangen, weil sie sind jetzt auf dem Weg am Bahnhof. Machen wir Jagd auf ihre Uelis. 10 Minuten. Weil eine Burg haben sie nicht. Wo sind sie? Also der Robin hat gerade Die Locals nach Hilfe gefragt. Es ist eigentlich nicht darum gegangen, in welcher Region haben wir überhaupt die Möglichkeit, auf so eine Art Graffiti mit bekannten Leuten zu treffen. Jagdmodus 10 Minuten. Bist du ready? Sehen wir es gerade. Wenn wir es sehen, ist es ein bisschen einfacher. Das stimmt. Warte, wir schauen, ob wir sie sehen. Und sie haben uns jetzt Richtung Neustadt geschickt. Und haben gefunden, dass es am ehesten wahrscheinlich dort irgendwie so Zeug gibt. Aber die Frage ist dann natürlich eben, wie artistisch ist es? Dort hinten laufen sie, glaube ich. Wo? Auf der anderen Seite? Bei der Busstation. Hast du sie gesehen? Bist du sicher? Ja, ich habe Warte, sie schnell gesehen. mitschicken. Weil wenn sie es sehen und dann gerade davor haben, war es. Inwiefern sind es einfach nur irgendwelche Tags? Oder inwiefern sind es auch wirklich irgendwelche kunstvolle Bilder und dann noch eben von bekannten Persönlichkeiten? Aber wir werden es herausfinden. Gehen wir zuerst schon durch. Sie gehen wahrscheinlich dort runter. Okay, bist du ready? Jetzt machen wir es aber, das ist gut. Warte schon. Ja, wir müssen auslesen. Schau drauf. Auslesen. Geschickt. Wow. Was haben die Uelis gesagt? Ja. Ja, ich habe Glück, wir haben vorher eine 180er-Challenge gemacht. Ich nicht. Ja. Und dann bis irgendwann? Bis nie mehr hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber je nachdem, nächstes Mal sehen wir euch von hinten. Ja, wäre gut.
Jetzt haben wir so einen Vorsprung. Wir haben es doch gewusst, dass der Jan und der Nachten die anderen gehen fangen. Oder uns, aber irgendjemand. Das war so klar. Also, dann dürfen wir die Challenge starten. Ich lese noch mal schnell. Wie viele oder? Sachen? 4? 5 Dinge, die euch dort nicht gefallen. Ich glaube, das erste Mal ganz klar kann sagen, es hat eine riesige Baustelle. Ja. Finde ich, ja, gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich gar nicht. Schadet am Ambiente einfach krass. Ich muss auch sagen, mich überfordert es da so viele Sachen, die da stehen. Keine Bilder, nichts. Ja. Zudem, ich weiss nicht, ob ihr es gehört, aber ich würde gerne beim Essen noch ein bisschen reden. Genau. Nicht das Radio am Laufen haben. Das nervt mich auch, das stört mich. Also, wir wollen von Luzern mit der S1 auf Landsburg. Dann können wir dort eine Burg abholen und nachher über Olten auf Burgdorf. Die Definition von einem Graffiti ist, glaube ich, recht grau. Ja, Graffiti ist, also laut Wikipedia, ist nicht zwingend eine Sprühdose. Ich habe gerade noch mal etwas gefunden. Ja, das 4. Bratwurst für 8,50, das ist ein Wucher. Ja. Hotdog für 5 ist fair. Genau. Aber maximal 7 Franken. Ja, 8,50 ist wirklich, nein, das geht nicht. Jetzt noch etwas 50. Was ich ja immer schade finde, ist, wenn es so verpixelte Scheißbilder hat. Das Zeug nicht richtig erkennst. Ja. Oder gebt euch doch Mühe, tun ein gescheites Bild an. Das waren 5 Sachen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir dann jetzt irgendwie wieder mit dem Bus irgendwo hin. So eine Sauhund-Challenge am Anfang. Dass einfach ja nicht vorwärts kommst. Darf ich wieder? Ja. Alle hopp. Lights out. Schaltet eine Lampe, die euch nicht gehört, aus und wieder ein. Wenn wir den fragen, ob wir seine Lampe abstellen. Sonst wüsste ich nicht. Dort hat es irgendein Kino Bowling, aber als ob du eine Lampe abstellen kannst. Fuck, wo können wir eine Lampe abstellen? Ich fahre zuerst mal im Leben erste Klasse. Wow, ich fühle mich mega reich. Geben wir uns jetzt noch 2 Minuten, vielleicht laufen wir gerade irgendwo etwas an. Und ansonsten würde ich sagen, gemäß Karte würden wir die Challenge abbrechen. Und dann etwas zum Mittagessen. Wir müssen 20 Minuten hocken und wir würden die Zeit nachher nutzen, um etwas zu essen. Dort oben hat es ein Resti, aber ob das um 10 Uhr schon offen hat? Scheisse. Darf man bei Nacht kurz aufs WC gehen? Auf die Toilette kurz? Ja. Aber ist unten? Ist unten? Merci. That's it. Wir haben es geschafft. Also jetzt müssten wir eigentlich gar nicht aufs WC. Ja, ich auch nicht. So, wir sind hier aus dem Restaurant Bahnhof, wo uns freundlicherweise ohne etwas zu bestellen aufs WC lassen haben. Ja, aber dass es da keine Graffitis gibt, das ist irgendwie so... Die Stadt ist einfach zu schön. Einmal durchmischen. Ja. Bis jetzt hast du Glück gebracht. Ja. Alle hopp! Es ist... Cold Copy. Stellt ein Touristenfoto auf Instagram nach, das in eurer Umgebung gemacht wurde. Ja gut, ab in die Recherche. Wir sind hier in Emmenbruck. Ist nicht so touristisch, aber... Irgendjemand wird wohl ein Bild gemacht haben. Immencenter mit diesen Pflegers hier. Wo ist echt das? Immencenter. Ah, schau. Das bringen wir auf jeden Fall her. Geil. Gut. Okay, links ist genau mit Ding. Jetzt dann. Jetzt. Das voilà. Ist es. So. Ja, es ist mega ähnlich. Absolut. Ja. Ah, ich bin so gespannt, wo die anderen herfahren. Also, Ja. Eben der Micha und Robin haben, glaube ich, keinen wirklichen Plan. Die sind nicht beim Bahnhof. Ja. Und die Jan und der Martin, ja. Ich liebe Micha seine herrliche Naivität. Also der Micha hat jetzt gerade eine gute Idee gehabt, dass man am Bahnhof vielleicht irgendeinen Zug findet, der so Graffiti-Zeugs drauf hat. Hallo, kann man bei euch schon etwas haben? Ja, sicher, sehr gerne. Was darf ich gerne? Einen Hamburger gern. Das sieht noch easy geil aus. Also. Tu mal noch weiter dem Handy etwas machen. Was haben denn der Jan und der Martin schon wieder vor? Denn die... Ah, die sind, glaube ich, schon in Luzern abgefahren.
Ich habe das Gefühl, die Züge sind viel zu sauber da. Ja, die sind alle sauber. Wir haben jetzt 10:56 Uhr und wir brechen die Challenge ab. 20 Minuten hocken. Genau. Wenn man es nicht schafft, eine Challenge erfolgreich zu lösen, muss man für 20 Minuten in die Strafe hocken. Diese Schande muss man den anderen Teams selbstverständlich mitteilen. In dieser Zeit darf sich das hockende Team nicht mit ÖV-Transport von ihrem aktuellen Ort wegbewegen und auch keine neuen Challenges ziehen. Das Spiel muss nach 20 Minuten exakt an dem Ort vorgesetzt werden, wo die Strafhockende ausgelöst wurde. Es gibt also eine Strafzeit bei den 2 Herren. Also so einfach finde ich es im Fall auch nicht. Ich habe gedacht, das ist also schon eine happige, dass man irgendwo halt muss, jetzt läuft er mir weg da. Wir sind gerade unsere Zeit am Absitzen. Wir kommen hier auch nicht mehr weg. 20 Minuten sitzen wir fest. Kannst du ein bisschen ruhiger deine Kameraführung machen, Robin? Das ist jetzt Mist. Heb deine Kamera einfach mal Bon, holen wir unser Plätzchen. Ja, es ist die 5 Franken wert. Ja, also, und so kann man die 20 Minuten gut absitzen. Ne? Wir machen jetzt 20 Minuten einfach das. Ah, dann gehen wir schnell ab. Ich höre ja nicht mehr auf. Also wir sind jetzt in Emmenbruck abgefahren. Wir fahren jetzt ab. Wir können direkt bis Lenzburg durchfahren. Gute, ja, über eine Stunde haben wir jetzt. So, unsere Zeit ist abgeschossen. Es geht weiter mit denen. Nächste Challenge, wir brauchen Punkte. Weil wir wollen ja schließlich auf Genf, oder zumindest in die Richtung. Ich würde sagen, wir lösen zuerst ein bisschen Challenges, nachher können wir rechnen. Das ist schon 120er. Slumdog Millionaire. Gebt an einem SBB-Billetautomat ein Billett ein, das mehr als 500 Franken kostet. Jetzt fährst du einfach erste Klasse auf fucking... Ja, was ist am weitesten? Fahr auf 1000 erste Klasse. Gruppenbillett. Wie lässt sich eine lange Fahrt besser überbrücken als mit einem richtig herrlichen Burger? Ein Morgenburger. So. Alright. Gib dein Bestes. Kann man die nehmen? Erste Klasse. Ja. Gut, Ja, wir haben also. es erledigt. Haben wir es es muss ein Billett ein. Oder zählt das jetzt? Sucht ein einen Billett. Und gebt ein Billett ein. Weil das sind jetzt 9 Billett. Kann man das so machen? Ist gut. Er macht Freude. Er macht wirklich Freude. Ja, aber das ist halbtags. Wir wollen ja nicht halbtags. Wenn wir jetzt so eine ganze... Und Erstklasse, wenn wir auch noch... Und Erstklasse. Ja, schau. Multi einmal. Das ist ein Billett, geil. Erstklasse. Hey, schon erledigt. Gut. Der Burger selber, sehr fein, darf ich wirklich so sagen. Aber er verkehrt. Und jetzt haben wir da noch einen gemischten Salat. Es wird spannend. So, nächste Challenge. Du darfst wieder ziehen. Die? Die. Wir haben... Birds of Prey füttert eine Taube. Tauben müssen das Futter von euren Händen oder Schuhen Wir essen. sind am Bahnhof. Komm, schau, dort hat es gerade eine Taube. Ja, aber Gut. Ja, nein, bis jetzt gehen wir, Okay. jetzt gehen wir Brot kaufen. Mal, das bringen wir an. Wackenbrot. Das ist die Taube. Die Taube. Die ist zutraulich. Okay. Ja. Dann geht's. Ist das gesund für die Tauben überhaupt? Ja. Dann geht's. Wir haben ja gesehen, dass Team Yen und Martin, sie sind auf Rotkreuz gefahren. Jawohl. Und sie sind jetzt losgefahren vor 5 Minuten. Vor 5 Minuten ist auch ein Zug abgefahren. Oh nein. Richtung Lenzburg. Aber ich glaube, wir haben den schnelleren Zug. Das heisst, unser Zug ist um 12 Uhr in Lenzburg. Und der Jan hat jetzt herausgefunden, dass ihre wahrscheinlich am 20 Uhr dort ist. Okay, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir sie fangen. Wenn wir zu der Burg gehen, können jetzt einfach am Bahnhof auf uns warten. Ja, das ist auch scheiße. Der wäre ein hure bitter. Schau, jetzt ist der Gruppendruck. Weißt du, jetzt kommen sie. Denkst du, es kommt einer bis an die Schuhe an? Ist definiert auf der Karte, ob ich den Schuh anhaben muss?
Ja, die Taube muss ihr Essen von euren Händen oder Schuhen essen. Es ist nicht definiert. Okay, willst du jetzt den Schuh abziehen? Ja, wir werden noch verhaftet. Die fressen ja alles Mögliche hier am Bahnhof. Ja, stimmt. Ja. Es läuft hier in den Socken umeinander, ich glaube es nicht. Also ein grosses Problem kann auch sein, dass sie, bevor wir ankommen, selber in den Jägermodus hineingehen. Das ist nachher Endhaltestelle, wir müssen dort aussteigen. Und vielleicht lösen wir auch zuerst eine Challenge, aber dann können sie uns ja immer noch jagen. Ja. Die Frage ist, ob wir sie zuerst jagen. Ja. Hey, wir laufen denen ja voll in die Falle. Allenfalls. Vielen Dank fürs Schauen von der ersten Folge von unserem Burggefängnis. Ich hoffe, ihr seid auch wieder bei der zweiten Folge dabei. Das ist eine Produktion von unserem Podcast Limoncello. Und die ganzen Challenges, die wir während dieser Staffel und auch in der ersten Staffel schon gelöst haben, die haben wir zusammengefasst zu einem Kartenspiel. Und 3 von diesen Kartenspielsätzen werden wir am Ende dieser zweiten Staffel auch verlosen. Für das könnt ihr einfach einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Ihr könnt beispielsweise kommentieren, was ihr glaubt, welche Gruppe gewinnen wird.